NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Of NATO leaders to address the biggest threat to our security in a generation, President Putin's war against Ukraine. The people of Ukraine are resisting with courage and determination, fighting for the freedom. Die Menschen in der Ukraine leisten Widerstand. Sie kämpfen für ihre Freiheit. President Zelensky addressed us with an impassioned message. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich an uns gewandt mit einer Botschaft And stressing the vital importance of even more military assistance. und er Today, NATO hat an uns appelliert, weitere militärische Unterstützung zu schicken. support to Ukraine. We will continue to impose unprecedented costs on Russia. Wir werden auch weiter für Russland die Kosten dieses Krieges Defense. teuer machen. Leaders approved our 4 new battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. These are in addition to the 4 already in the Baltic countries and Poland. Wir werden weitere Soldaten nach Bulgarien, Ungarn, Rumänien und in die Slowakei schicken, um die NATO-Ostflanke zu verstärken. Diese kommen zusätzlich zu den Truppen, die bereits an die NATO-Ostflanke geschickt worden sind. Supporting NATO efforts. And European allies and Canada have also stepped up. We have 40,000 forces under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance. Im Moment sind 40.000 Soldaten, die meisten davon in den Ländern im Osten, den NATO-Ländern im Osten, haben wir 40.000 Soldaten stationiert. Our deterrence and defense for the longer term, to face a new security reality. Wir müssen uns dieser neuen Sicherheitsrealität, der neuen Realität in Sachen Sicherheit stellen. Eastern part of the alliance at higher readiness. Und wir müssen vor allen Dingen die Ostflanke Supplies. in Air, hoher Alarmbereitschaft haben. our integrated air and missile defense. At sea, we will have carrier strike groups. Wir müssen unsere Raketenabwehr verstärken Numbers of combat und ships auch on a persistent basis. die Anzahl der Kriegsschiffe, We will also die wir ständig cyber defenses and enhance dort haben. exercises, focusing on collective defense and interoperability. Wir müssen auch weiter Manöver durchführen Decide on the details at our next summit in Madrid in June. und die Einzelheiten werden wir in Madrid beim Gipfel im Juni besprechen. Further support to Ukraine, helping to uphold their fundamental right to self-defense. Die Ukraine hat das Recht, sich selbst zu verteidigen, und die NATO wird sie dabei unterstützen. Including anti-tank and air defense systems and drones, which are proving highly effective, as well as substantial financial and humanitarian aid. Neben der militärischen Hilfe Do more. werden wir auch humanitäre und finanzielle Hilfen in die Ukraine schicken. Protect against biological, chemical, radiological and nuclear threats. Und wir wollen der Ukraine dabei helfen, sich gegen chemische Waffen oder gar Nuklearangriffe zu schützen. Decontamination and crisis management. We are determined to do all we can to support Ukraine. Wir werden alles tun, um die Ukraine zu unterstützen. Of assistance made by allies today. At the same time, we have a responsibility to ensure Die Alliierten waren sich einig. escalate further. Because Gleichzeitig be even haben wir auch eine Verantwortung dafür, devastating. dass dieser Krieg nicht weiter eskaliert. Also increase our support for other partners at risk from Russia and at risk. Wir müssen auch andere including Georgia and Bosnia Partner schützen. together and with the European Ich denke da an Georgien und Bosnien-Herzegowina, strengthen. die von Russland bedroht werden können. We also addressed Beijing's role in the crisis. Today, Allied leaders called on China
to refrain from supporting Russia's war effort. China must not provide economic. Wir haben auch einen Appell an China gerichtet. Instead, Peking should use its significant solle den russischen Krieg auf keinen Fall unterstützen. an immediate peaceful resolution. Allies also agree that Belarus must stop acting as an accomplice to Putin's invasion. Die Alliierten waren sich auch einig, dass Belarus aufhören müsse, to NATO's open door Moskau an der Seite zu stehen. of the Washington Treaty. NATO enlargement has been an historic success, spreading democracy, freedom and prosperity. Die Erweiterung der NATO war ein Erfolg, ist ein Erfolg. Since the start Dadurch of Russia's ist die invasion of Demokratie Ukraine, NATO's security weiter environment verbreitet has worden. fundamentally changed for the long haul, and we are responding. But security does not come for free, and doing more will cost more. Sicherheit ist nicht gratis. To meet the defense Sicherheit kostet etwas. made in 2014. Allies will submit additional plans on how to meet the pledge in time for the Madrid summit in June. Die NATO-Verbündeten The number of allies today announced werden weitere Vorschläge machen, significant increases in defense spending. At this stage, wie die Verteidigungsausgaben der einzelnen Länder erhöht werden könnten. and North America are standing and will continue to stand strong together in NATO. Nordamerika und Europa stehen in der NATO eng zusammen. Hi, Mr. Secretary General. Thank you. President Zelensky, in his address to NATO, accused Russia of deploying phosphorus munitions. I'm wondering whether NATO has seen evidence of that and what your response is or would be. And then I'm wondering, did you discuss Sie fragt, ob chemische Waffen forces in any of these countries, such mit as Phosphor eingesetzt worden sind? the NATO-Russia Founding Act? Was kann NATO-Generalsekretär Stoltenberg dazu sagen? And defense for the long term. With more troops, with more air assets and more maritime capabilities. We have already increased our presence in the east, and today we decided Wir haben battle groups. die NATO-Ostflanke bereits gestärkt. Options for a long-term reset of our presence, our Und military posture. wir werden das auch langfristig tun. Across the whole alliance. Details will be then decided at our summit. Einzelheiten But that comes werden on top im of what Juni we have already entschieden. done. So this is long term. We are prepared for long haul. Aber wir because, sehen das durchaus langfristig. that the Russian invasion, President Putin's invasion of Ukraine, has changed our Die security. Invasion, Putins Invasion, hat unsere Sichtweise auf die NATO verändert. Das heißt, dass wir uns langfristig engagieren. Also, the use of military force against civilians, and Wir haben sehr viel militärische Gewalt gegenüber Zivilisten gesehen. Secretary General, thank you for taking my question. How do you believe NATO will respond if China begins to support Russia economically and perhaps with military supplies? And also, do you believe that there's a role to play? Wenn China Russland jetzt unterstützt, wie wird da die NATO reagieren? Other OPEC producers. Thank you. so NATO allies are coordinating their efforts when it comes to also energy security, and it was also addressed in the meeting today. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, dass die NATO-Verbündeten jetzt schon zusammenarbeiten, auch im Energiebereich, dem die zweite Frage der Journalistin galt. Also participate in the G7 meeting, and of course in different frameworks, G7 working with the EU. Und auch die G7-Staaten, die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte, die sich ebenfalls in Brüssel
Brüssel treffen, beraten darüber, wie sie sich unabhängiger von russischem Öl und Gas machen können. The brutal war against Ukraine and not support Russia, neither with economic support or, of course, not with military support. Okay, we'll go to Interfax Ukraine, lady in the second row. Yeah. The General News Agency Interfax Ukraine. I would like to ask you if Polish leadership put at the table today for discussion the proposal to send peacekeeping mission to Ukraine, and if yes, what kind of discussion it was, and is there some conclusion? Die ukrainische Journalistin fragt, ob NATO-Friedenstruppen in die Ukraine entsendet werden könnten. Ein Vorschlag Polens, ob darüber gesprochen sei, fragt sie. But at the same time, we have a responsibility to ensure that this conflict do not Er wiederholt, dass die NATO auch eine Verantwortung hat, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert. Und deshalb hätten die Verbündeten entschieden, die NATO-Länder, dass keine NATO-Friedenstruppen in der Ukraine stationiert würden. Congratulations on your annual extension. You said in the statement that allies agreed to enhance preparedness and readiness for chemical, biological, radiological and nuclear threats. Is that based on credible intelligence that those threats could be imminent? And how does the alliance? Er fragt, ob chemische und nukleare Bedrohung aus Russland, wie realistisch das sei. We see that Russia is trying to create some kind of pretext, accusing Ukraine, United States, NATO allies. Wir sehen, dass Russland versucht, eine Art Vorwand zu kreieren und der Ukraine die Schuld geben möchte für weitere Aktionen. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon so gesehen. Und die Anschuldigungen Russlands gegen die NATO und gegen die Ukraine sind falsch. Totally change the nature of the conflict. It will be a blatant violation of international law. Also wenn Russland tatsächlich chemische oder nukleare Waffen einsetzen sollte, dann wäre das ein Bruch aller Verträge. It will affect the people in Ukraine, but it's also a risk that will have a direct effect on people living in NATO countries. Das wird natürlich nicht nur den Menschen in der Ukraine Schaden und Leid zufügen, sondern auch Menschen in NATO-Ländern. We also know that Russia has used chemical agents against its own opposition. Wir wissen, dass Russland bereits chemische Waffen eingesetzt hat, zum Beispiel in Salisbury in England gegen seine eigenen Bürger. Wir appellieren nach wie vor für ein sofortiges Ende des Krieges. Wir werden der Ukraine Ausrüstung liefern, damit sie sich gegen die chemische und nukleare Bedrohung schützen kann und auch Training und Krisenmanagement damit werden wir der Ukraine auch helfen. Military Commander General Walters has activated NATO's chemical, biological, radiological and nuclear defense elements, and allies are deploying additional chemical and biological and nuclear defenses to reinforce our existing and new battle groups. So we are taking measures both to support Ukraine and also to defend ourselves. Okay, we'll go to Al Jazeera.
Secretary General James Bays from Al Jazeera. President Zelensky, when he addressed Meine Damen und Herren, NATO-Gipfel in Brüssel. Soweit die Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg live aus Brüssel. Anti-ship weapons and means of air defense. A very specific list. What is Човен хитається серед води, плеще хвилювасло. Мила дівчина, прийди, прийди, за буденне зло. Мила дівчина, прийди, прийди, за буденне зло. Gipfel in Brüssel. Stoltenberg sichert Ukraine NATO-Unterstützung zu und warnt Russland. Einen Monat nach Kriegsbeginn sind russische Truppen offenbar demoralisiert und kommen kaum noch voran. Noch nie haben sich in Deutschland so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie jetzt. Die Personalsituation in den Krankenhäusern ist äußerst angespannt. Russland muss einen hohen Preis für den Angriff auf die Ukraine bezahlen. Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu Beginn des Sondergipfels in Brüssel betont. Er warnte Moskau vor dem Einsatz chemischer Waffen in der Ukraine und sicherte Kiew weitere Unterstützung zu. Präsident Putin hat einen großen Fehler gemacht, als er einen Krieg gegen eine unabhängige und souveräne Nation begonnen hat. Er hat die Stärke des ukrainischen Volkes, die Tapferkeit des ukrainischen Volkes unterschätzt. Zugleich machte er deutlich, dass die NATO trotz ihrer Überlegenheit ein militärisches Eingreifen in den Krieg ausschließt. Wir werden auch keine Flugverbotszone für die Ukraine erklären, denn das würde bedeuten, dass man die russischen Luftverteidigungssysteme in Russland, Belarus und der Ukraine massiv angreifen und auch bereit sein muss, russische Flugzeuge abzuschießen. Dadurch würden wir einen umfassenden Krieg zwischen NATO und Russland riskieren und das würde nur zu mehr Tod und Zerstörung führen. Die NATO stehe vor der schwersten Krise seit langem, so Stoltenberg, doch man sei das stärkste Bündnis der Welt und sicher, solange man zusammenstehe. Russische Truppen greifen zwar Kiew, Tschernihiw, Kharkiv und andere Städte in der Ukraine weiter mit Luftschlägen an. Doch laut dem britischen Verteidigungsministerium sind viele russische Soldaten demoralisiert, schlecht mit Lebensmitteln und Nachschub versorgt und kommen nicht mehr voran. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, erklärte, dass die kleine Stadt Makariv und fast ganz Irpin in der Nähe von Kiew wieder von ukrainischen Soldaten kontrolliert werden. Obwohl die russische Armee inzwischen Tränengas gegen die Demonstrationen einsetzt, protestieren die Menschen in Cherson, der ersten Stadt, die Russlands Truppen eingenommen haben, weiter. Aus Mariupol sollten die meisten der verbliebenen 100.000 Menschen über humanitäre Korridore evakuiert oder mit Wasser und Lebensmitteln versorgt werden. Die US-Regierung geht laut Außenminister Antony Blinken davon aus,